Moin, herzlich willkommen bei Paid Motion. Mein Name ist Paul. Heute geht es wieder los auf eine Fahrradtour. Vor 2 Jahren bin ich ja mit dem Fahrrad von Ilmenau zum südlichsten Punkt Europas gefahren, nach Tarifa. Das Video könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Letztes Jahr bin ich dann von Ilmenau nach Dessau gefahren. Das ist das Video, was ihr letzte Woche gesehen habt. Und jetzt fahre ich zusammen mit meinem Vater von Dessau an das Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas. Auf diese Reise wollte ich euch natürlich wieder mitnehmen, um euch die Eindrücke zu zeigen von Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Und tatsächlich das erste Stück von Dessau nach Helsingborg ist tatsächlich auch, das sind wir schon mal gefahren. Das ist das allererste Video auf unserem Kanal, wo wir nach Helsingborg gefahren sind als Parcours-Truppe zum Airwhip Summer Jam. Diesmal geht es ein bisschen weiter mit dem Fahrrad, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ihr seht, das Fahrrad ist leer, das müssen wir erstmal noch packen. So, jetzt ist das Fahrrad bepackt und eigentlich soll es heute losgehen, aber dummerweise verschiebt sich die ganze Sache nochmal um 2 Wochen. Aber das sollte kein Problem sein, denn ich kann die Sachen hier einfach zusammenschneiden. Und wir sind jetzt losgefahren auf dem Weg zur Fähre Aken und heute geht es nach Magdeburg. Wir haben heute tatsächlich erstmal saftigen Gegenwind, aber dadurch, dass es bis Magdeburg nicht so weit ist, sollte das kein Problem sein. So, wir sind jetzt auf der Zielanfahrt zu Magdeburg. Der Wind heute war wirklich ordentlich. Hat uns schon mal gezeigt, was auf uns wartet dann an der norwegischen Küste. Über den Deich sehen wir tatsächlich auch schon die Turmspitzen vom Magdeburger Dom. Tag 2. Heute geht es eigentlich bloß Richtung Norden in die Altmark. Wir sind jetzt mitten in der Altmark, fahren auf einer schönen Dorfstraße hier lang. Und heute gab es so 85 Kilometer, aber der Wind war wirklich arg. Der war wirklich arg heute. Heute Nacht kommen wir bei Verwandten unter, in der Nähe von Klötze. Morgen geht es einfach nur weiter Richtung Norden.
Warte bitte für ein Spezial. Moin, wir haben Tag 5 und heute wird es regnerisch. So, jetzt haben wir den ersten Platten der Tour. Natürlich an dem Tag, wo es am meisten regnet. So, der Regen hat zwar jetzt aufgehört, aber wir haben dummerweise das Problem, dass der Platten anscheinend doch nicht so richtig repariert wurde jetzt. Irgendwie fehlt immer noch Luft oder die Luft geht immer wieder runter, deshalb machen wir jetzt einen bisschen längeren Stopp einfach, um das zu reparieren und irgendwie in den Griff zu bekommen. Dummerweise sind wir noch nicht mal auf Fehmarn und eigentlich wollten wir jetzt schon auf der Fähre sein. Aber naja, was soll man machen? Das kann man doch nicht machen, das bringt doch gar nichts ein. Das hat doch keine Zukunft, lass es lieber sein. Erst noch einmal gucken und dann mal weitersehen. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. Egal wo es noch blendet, wer auf der Brücke steht. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. Geht uns am Arsch vorbei, wir machen trotzdem. War deutlich später als erhofft, aber wir sind jetzt endlich in Dänemark. Das heißt, das erste Land mit Deutschland haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt geht's durch Dänemark. Wahrscheinlich in so 3-4 Tagen. Mal gucken. Je nachdem wie es läuft. Wenn es so läuft wie heute Vormittag, wahrscheinlich länger. Aber fingers crossed, dass es besser läuft. Und wir haben jetzt gerade noch schönen Rückenwind. Und das wollen wir ausnutzen, soweit es heute noch geht. Ja, wir sind jetzt bei Vordingborg angekommen, haben hier tatsächlich einen halbwegs vernünftigen Spot auf dem Campingplatz gefunden, der windstill ist. Denn der Wind, der geht richtig ab. Der geht richtig ab. Es ist angesagt, Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h und der Campingplatz ist offen zum Meer hin und der Wind kommt vom Meer, das heißt, er hat auch ordentlich Wumms. Deshalb ist die Ecke hier hinterm Baum eigentlich ganz nice. Es war geisteskrank windig. Geisteskrank windig. Aber mal gucken, wie es heute ausschaut. Windig. Ende von Tag 6 und wir haben den ersten großen Meilenstein erreicht, und zwar Kopenhagen. Morgen macht man einen Rest Day, bisschen ausruhen, Beine entspannen
bevor es dann weitergeht durch Schweden, durch Richtung Oslo. Don't worry, be happy, mein Digga. Da ist Crowd überall. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist ziemlich übler Riss drin, deshalb müssen wir jetzt die Reifen wechseln. Bei meinem Dad ist das auch so. So, der neue Reifen ist drauf. Nochmal Luft, bei meinem Papa auch. Und hoffentlich war es das jetzt mit der Tour, mit Reparaturkrams. Wir haben auch schon wieder gut Zeit gelassen, aber naja, besser jetzt in Kopenhagen, wo wir es gut reparieren können, als dann irgendwo im Wald. Schweden. So, wir sind in Schweden angekommen. Mit der Fähre von Helsingør in Dänemark rüber nach Helsingborg in Schweden. Und jetzt geht es noch ein bisschen übers Land, die Küste nach Norden, so weit wie wir kommen, wie wir Lust haben. Mein Knie macht ein bisschen Faxen, deshalb müssen wir mal schauen, wie weit das auch geht. Lage ist irgendwie schwierig gerade. Mein Knie hat deutlich mehr Faxen gemacht. Es tut wirklich weh. Wirklich jeder Tritt in die Pedale tut halt echt weh. Wir sind jetzt bei Ängelholm, haben uns 30 Kilometer von Helsingør noch vorgearbeitet, aber es ging nicht weiter. Wir wollten eigentlich bis Richtung Båstad, nochmal 30 Kilometer weiter, aber es ging nicht. Es tut zu sehr weh. Und jetzt müssen wir schauen, was es ist. Und es ist auch nicht so dieser Knieschmerz, wie ich ihn auch von der Spanien-Tour kenne, wo es einfach so klar war, yo, ich bin viel gefahren und es tut weh. Sondern es fühlt sich an wie eine Verletzung. Aber ich hoffe, es wird noch gut und wir müssen nicht abbrechen, weil darauf hätte ich gar keinen Bock.